Heute zeige ich euch, wie ihr euren Nagelfalz tapen könnt bei einem eingewachsenen Nagel. Ich erkläre euch, welche Materialien ihr verwendet, was genau das Tape bewirkt und warum es so gut ist, um einen eingewachsenen Nagel zu behandeln. Die Vorteile von einem Tape sind, es ist schnell und einfach anzubringen, es lindert ziemlich direkt nach dem Auftragen sofort den Druck auf den Nagel und den Nagelfalz und es ist sehr gut anwendbar in Kombination mit der Nagelfalztamponade. Ein eingewachsener Nagel ist übrigens ein sehr häufig auftretendes Problem, das viele Menschen betrifft. Da wir in der Regel den ganzen Tag Socken und Schuhe tragen, ist es so, dass hier besonders auf die Nagelecken ein großer Druck ausgeübt wird und diese schnell zum Einwachsen neigen. Ganz besonders passiert das am Großzeh. Das Tape wird direkt am Nagelfalz angebracht und drückt das Gewebe vom Zeh bzw. den Nagelball herunter, sodass dieses Gewebe nicht mehr gegen die Nagelecke drücken kann und ein Einwachsen verhindert werden kann. Alles, was du zum Tapen benötigst, ist ein Kinesiologie-Tape, das es in verschiedenen Farben und auch Breiten zu kaufen gibt, und eine Verbandschere, mit der du das Tape dann entsprechend zuschneiden kannst. Wir machen auch direkt weiter mit der Anwendung. Wichtig ist es, das Tape richtig zuzuschneiden, und zwar wird das Tape der Länge nach zugeschnitten. Nur so ist es auch dehnbar und flexibel. Wird es der Breite nach zugeschnitten, ist es leider nicht dehnbar und kann so seine volle Wirkung nicht entfalten. Ich habe jetzt hier einen Streifen, der ca. 1 cm breit und 3 cm lang ist. Ich nehme diesen Streifen und klebe ihn direkt am Nagelfalz an. Er muss wirklich fest angeklebt werden und die Haut muss absolut trocken sein. Also vorher bitte einfach die Füße waschen und sehr, sehr gut abtrocknen. Ich klebe das Tape jetzt an dieser Stelle gut fest, halte es auch mit einem Finger fest, während ich mit der anderen Hand das andere Ende vom Tape nehme, einen Zug drauf gebe und es dann unterhalb vom Zeh festklebe. Ich drücke dann auch noch mal einige Sekunden drauf, damit das Tape nachher auch wirklich fest an der Haut klebt. Hier sieht man jetzt sehr gut, wie das Tape einen Zug auf das Zehengewebe ausübt und das Gewebe runtergedrückt wird, so dass es nicht mehr gegen die Nagelecke drücken kann. Ich kann das Tape auch sehr gut kombinieren. Es drückt hier jetzt einerseits das Zehengewebe runter. Ich lege noch eine Nagelfalztamponade unter den Nagel, sodass der Nagel bzw. die Nagelecke gleichzeitig angehoben wird. Ich nehme hierzu einen kleinen Streifen Tamponade und einen Eckenheber. Die Tamponade lege ich seitlich an den Nagelfalz und mit dem Eckenheber schiebe ich die Tamponade jetzt vorsichtig in den Nagelfalz rein und unter die Nagelecke, so dass der Nagel nun leicht angehoben wird. Die genaue Anwendung kann man sich in meinem Video Nagelfalz tamponieren anschauen. So sieht es jetzt fertig aus. Ich habe einerseits das Nagelfalz-Tape, das das Zehengewebe runterdrückt, sodass kein Druck auf den Nagel bzw. die Ecke ausgeübt wird, und andererseits die Tamponade, die die Nagelecke anhebt. Zum Abschluss noch ein paar wichtige Hinweise zur Behandlung mit dem Nagelfalz-Tape. Der erste Punkt ist, es ist wichtig, dass vor der Anwendung bzw. vor dem Aufkleben vom Tape die Füße wirklich absolut trocken sind. Also sie dürfen weder feucht sein, noch dürfen sie eingecremt sein, sonst haftet das Tape einfach nicht richtig. Der zweite Punkt ist, dass man das Tape richtig zuschneidet. Ich habe das ja vorher schon erwähnt, also einfach der Länge nach, sonst ist es nicht flexibel und kann sich schneller einfach ablösen von der Haut. Und der dritte Punkt ist, man kann das Tape so lange auf dem Zeh drauf lassen, bis es sich von selbst löst und einfach nicht mehr genug Spannkraft da ist. Ein entsprechendes Tape zur Behandlung verlinke ich euch unterhalb von diesem Video in der Infobox, also klickt euch da einfach mal rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.